Die Entwicklung ist etwas, das nie stoppt. Und das ist extrem wichtig, um zuvorderst vorne dabei zu sein. Mountainbiken ist Freiheit. An amazing performance for him. Das Gewinnen ist das Schönste, was es gibt. Machen ist wie wollen, nur viel krasser. Ich muss überlegen, im ersten Jahr U23 oder als er also 19 oder Amateur war, waren wir in der WM in Amerika. Und dort ist Rock Cross Country und Downhill gefahren. Und Rockshock hat dann Judy rausgebracht. Gabel hat Judy mit Ölkartuschen. Mit 4 cm Federweg, das war Downhill-Gabel. Meine ersten richtigen Erinnerungen sind eigentlich, dass ich halt angefangen habe und nicht viel Ahnung hatte. Auch relativ, ich sage jetzt materialtechnisch eines der schlechteren Velo im ganzen Rennzirkus. Und nachher bin ich dann aber zu einem besseren Velo gekommen. Ich konnte mich dann so entwickeln und dann so das erste Mal ein Rennen gewinnen, weil sicher die Leistungsfähigkeit rum war, aber dann auch das Material gepasst hat. Das ist so ein bisschen das, was ein mega Highlight war für mich. Ich kenne Downhill-Biken. Es hat zwar ein bisschen angefangen, aber im ersten Jahr, im 93, ist er mit dem genau gleichen Velo Cross-Country gefahren und Downhill. Dort hat es geheißen, es sei eine Federkabel drin. Aber die hat ein Elastomer gehabt, so einen Gummi. Und wenn es ein bisschen 20 Grad war, hat sie vielleicht 1 cm Federweg gehabt. Die grösste Änderung, die ich sehe im Cross Country, ist mit dem Fahrwerk. Du hast mehr Federweg als früher. Und bei den Reifen, du hast auch mehr Volumen. Das Gewicht wird nicht mehr so geschaut als früher. Früher haben wir wirklich auf jeden Gramm geschaut. Aber jetzt, wenn wir einen breiteren Reifen, der vielleicht 50 Gramm schwerer ist, das bringt viel mehr Vorteil als der Gewicht Nachteil. Und das ist schon eine grosse Änderung in diesen Sportarten seit den letzten paar Jahren. Das Velo, wie sich das entwickelt hat, wenn man von heute, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren anschaut, ist es eine unglaubliche Evolution. Als Cross-Country-Bike, wie wir das heute fahren, das ist vor 6, 7, 8 Jahren ist das noch ein Enduro-Bike gewesen. Und trotzdem ist es nicht viel schwerer geworden in der heutigen Zeit. Also man ist extrem viel weiter in jeder Hinsicht. Sei das in der Carbon-Technologie, sei das in der Reifentechnologie, Felgen und so weiter. Ich bin dazu mal ziemlich lang auf dem Hardtail geblieben, hatte noch nicht ganz Freude am Full Suspension. Da bin ich eher noch ein bisschen so dass es so leicht wie möglich muss sein. Aber natürlich anhin. Ja, das letzte Mal auf dem Hardtail ist jetzt schon ein Zeitchen her. Und ich habe keine guten Erinnerungen dieses Jahr. Es ist wirklich bockhart. Und da bin ich wirklich happy, dass wir jetzt mit dem Full Suspension unterwegs sind. Ich bin vielleicht etwas zwischen jemandem, der Träume hat, der Freude hat und was macht. Ja, so war es mit schauen, was machen die Mitbewerber, was sind die Zulieferanten, was können wir anders machen, was können wir besser machen. Manchmal ein bisschen blauäugig, aber jetzt im Nachhinein mit ganz steilen Lernkurven, mit ganz steilen Fehlern, die wir gemacht haben, die wir wieder korrigiert haben. Und ich darf schon sagen, was ich wirklich gelernt habe, ist, dass schnelle Interaktionszyklen in der Entwicklung etwas vom Zentralsten sind. Und das sind so Bewegungen, die extrem wichtig sind, dass wir dort die Technik nachziehen können, dass die Velo noch agiler, noch wendiger und noch spitziger und noch potenter werden können, damit wir mit diesen wirklich sehr, sehr herausfordernden Kursen standhalten können, dass wir mithalten können.
Wir Athleten sind Experten in unserem Sport. Wir fahren so viel Velo, wir können halt auch den Ingenieuren Feedbacks geben, wie es dann in der Praxis ist. Sie sehen das vielleicht ein bisschen mehr aus der Theorie und wir fahren dann mit dem Velo und können dann sagen, wie es sich anfühlt und was man muss ändern. Ja, ich glaube, das ist super für eine Marke. Das Wissen, das ein Fahrer hat, der täglich x Stunden auf dem Bike ist, dass man das in ein Produkt hineinfließen kann, das nachher auch einmal der Endkunde hat. Es ist aber auch ziemlich schwierig. Man kann ja nicht das Rad neu erfinden, es sind dann mehr Details und Feinstellungen, was wir dann noch tunen können. Mit ganz wilden Ideen hat es sehr gute Ingenieure im Hintergrund, die dann etwas reinwerfen. Aber natürlich gibt man dann dort gerne das Feedback, ob das überhaupt möglich ist oder was man dazu denkt. Es handelt sich um jedes Detail. Es muss möglichst schnell geschaltet werden, möglichst agil auf dem Velo sein und das Material muss eigentlich wie verheben, weil wir befinden uns auf der allerhöchsten Stufe, die es überhaupt gibt. Und für mich als Fahrer ist es natürlich einfach mega interessant, mal ein Produkt helfen mitzuentwickeln und auch ein Produkt, das ich merke, das bringt mir in dieser und dieser Fahrsituation einen Vorteil. Das ist eine Kombination, die für mich einfach genial ist. Ein Entwicklungsprozess ist ja mit einem grossen Prozess hinten dran auch verbunden. Das fängt an mit einer Ideensammlung, das geht weiter in ein Moodboard, das geht weiter in eine Bestätigung von dem, was wir machen wollen, über die Eigentümer, die das abnicken. Wir nachher in Prototypenbau, in 3D-Bau, wir Werkzeuge aufmachen beim Lieferanten, wir bauen die ersten richtigen Prototypen und gehen nachher in eine Serienfertigung rein. Und das ist abhängig, je nach Produkt, je nach Projekt natürlich. Und das ist ungefähr zwischen 2 bis 3 Jahren, die wir brauchen an Vorlaufzeit, von der ersten Idee bis zur entsprechenden Markteinführung. Ich bin sehr happy mit dem aktuellen Bike, das wir haben. Es ist eine Bombe in der Abfahrt und dazu ist mit dem Gewicht auch bei den leichtesten dabei. Somit können wir auch sehr schnell rauffahren. Und das ist jetzt eine richtige Race-Maschine. Dort sind wir keinen Kompromiss eingegangen. Wir haben echt alles daran gesetzt, dass es das perfekte Velo ist, um an den Weltcups zu performen. Gut, unser Ziel als Rennfahrer ist natürlich, wir möchten überall das Beste haben. Also du möchtest sportlich der Beste sein, physisch, psychisch, in allem, aber du möchtest auch das beste Velo. Wir sind bemüht, nicht irgendwie auf einen Trend aufzuspringen, sondern wir sind vielmehr bemüht, einen Trend dürfen und können zu setzen. Die Entwicklung die hört nie auf und das ist spannend daran. Wir sind so ein bisschen die Formel 1 von der Veloindustrie. Ja, ich sage immer wieder, das Velo hat sich zu einem Hightech-Gerät entwickelt. Und das sage ich mit einem gewissen Stolz, mit einer Dankbarkeit, aber auch mit sehr viel Herzblut und Schweiß. Wir lernen Alltag hinzu, egal welchen Titel du hast, was du machst in der Firma bei uns. Es ist immer ein Teil dazu beitragen, um etwas besser und cooler zu machen. Wenn du weißt, du stehst an der Startlinie mit dem schnellsten Velo, das ist ein riesen Boost.